Ich möchte mein Abitur mit einem guten Durchschnitt abgeschlossen haben und finde direkt einen Studienplatz, der perfekt zu mir passt. Nach dem Studium habe ich einige Fortbildungen im Personalmanagement gemacht und eine passende Stelle gefunden. Ich arbeite in einem vielfältigen Arbeitsumfeld. Meine gute Arbeit verschafft mir eine Führungsposition. Dadurch bin ich kaum gebunden und in meiner Vorgehensweise frei. Ich habe unter mir ein perfekt eingespieltes Team, das ich mir selbst zusammenstellen durfte, mit dem ich eng in Verbindung stehe und auch sonst eine super Beziehung zu meinen Mitarbeitern habe. Ich habe viel mit Menschen zu tun, mit denen ich Dinge besprechen und beraten muss. Meine Arbeitszeiten sind genau richtig, sodass ich genug Zeit für meine Familie und Hobbys habe. Ich bin in meiner Arbeit glücklich, fühle mich sicher und zufrieden. Nein, das ist nicht etwa meine aktuelle Stellenbeschreibung. Mit 16 war ich mit meinem Daddy auf einem Wochenendseminar und wir haben mit Profis aus der Wirtschaft eine Vision entwickelt für meinen Berufseinstieg und das Ergebnis habe ich euch gerade vorgelesen. Ich war 16, jung und naiv, aber total motiviert. Es ging in den Endspurt für mein Abitur. Noch 3 Jahre vor mir. Und voller Motivation ging es also los. Und 2 Jahre später habe ich dann mein Abitur abgebrochen. Die Noten waren okay. Okay, ja. Aber ich habe einfach viel zu viel geschwänzt. Diesen Vermerk, der Vermerk, den fand mein Daddy nicht so lustig, als ich den in den Sommerferien nach Hause gebracht habe. Und so hat er mich in den Sommerferien noch kurzerhand von der Schule abgemeldet und von zu Hause rausgeschmissen. Einer meiner größten Lebensniederlagen und jeder hat's gesehen. Und bitte versteht mich nicht falsch, ich war ein richtig fauler Sack und das Ding geht mal komplett auf meine Rechnung. Keine Frage. Aber Leute, was ich bis heute nicht verstehe, 12 Jahre in einem Schulsystem und alles, was ich weiß, ich werde bestimmt kein Chemiker und Physiker auch nicht. Ziemlich viel Aufwand für ziemlich wenig Erkenntnis. Anyways, Schule abgebrochen, erstmal 2 Monate dann in der Produktion gearbeitet und dann ging es in den Zivildienst. Kindernotaufnahme in Karlsruhe. Und ihr könnt euch vorstellen, dass das eine ziemlich prägende Zeit für mich war. Ich habe krasse Sachen erlebt. Ich habe erlebt, wie kleine Kinder um ihr Leben gekämpft haben und diesen Kampf auch gewonnen haben. Aber ich habe auch erlebt, wie Eltern ihre kleinen Kinder verloren haben und diese Schreie werde ich niemals vergessen. Aber das krasseste Erlebnis für mich war, wir waren so eine Dreiergang, Zivi-Kumpel, mit dem bin ich heute noch befreundet und eine FSJlerin, sie hieß Nicole, so ein Ghetto-Mädel von der Straße und wir haben uns immer zu den Raucherpausen getroffen, wir waren sehr unterschiedlich. Und eines Morgens kam Nicole einfach nicht mehr. Sie hat am Vorabend ihre beste Freundin getroffen, zufällig in der Bahn und sie haben sich extrem verstritten. Am Kronplatz in Karlsruhe sind sie dann zusammen ausgestiegen, um die Sache ein für alle Mal zu klären. Und was macht ihre Freundin? Sie zieht ein Messer und sticht 6-mal zu. Nicole hat es nicht überlebt. Auf diese schmerzhafte Art und Weise musste ich lernen, dass jeder Tag ein Geschenk für uns ist und dass das Leben ein Geschenk ist. Und wie fahrlässig ich in meiner Schulzeit mit meinem Leben umgegangen bin. Zivi war trotzdem sehr, sehr wertvoll für mich, auch auf andere Art und Weise, weil ich habe Zuspruch bekommen von den Eltern, von dem Krankenhausteam, dass ich einen guten Job gemacht habe. Und so habe ich mich auf die Ausbildungssuche gemacht, auch wieder voll motiviert. Ich habe alle möglichen Bewerbungen geschrieben für alle möglichen Berufe, ihr könnt es euch gar nicht vorstellen. Vom Jugend- und Heimerzieher bis zum Versicherungskaufmann, alles dabei. Jede Menge Vorstellungsgespräche und es ist einfach nichts passiert. Ich habe die Quittung bekommen
für meinen Schulabbruch. Und so langsam wurde ich nervös, mein Zivi war fast vorbei und so habe ich ganz verzweifelt eine E-Mail an meinen Kumpel Sven geschrieben. Hey, willst du mich nicht ausbilden? Wollen wir irgendwie was zusammen machen oder so? Sven hat sich gerade selbstständig gemacht mit so einer Präsentationsagentur. Keine Ahnung, was das so genau war damals. Lange Rede, kurzer Sinn. Kurz drauf war ich Auszubildender für Mediengestalter. Wusste nicht mal, wie man Photoshop schreibt, aber ich war einfach dabei. Und es war das Beste, was mir hätte in dem Moment passieren können. Ich habe vom ersten Tag an richtig Verantwortung bekommen. Ich weiß noch ganz genau, ich war mit meiner Mom noch schnell am Wochenende davor beim H&M. Wir haben mir einen Anzug gekauft, der so einigermaßen gepasst hat, habe mich nicht ganz so wohl gefühlt. Wir waren auf einem Vertriebstermin an meinem ersten Tag in Stuttgart und ich musste den Beamer aufbauen. All eyes on you, aber es hat Gott sei Dank funktioniert. Ich wurde gefördert und gefordert. Und vor allem, ich hatte jemanden, der an mich glaubt. In der Ausbildung lief es richtig gut, deswegen habe ich mal schnell verkürzt, also früher die Prüfung gemacht und jetzt wollte ich keine Zeit mehr verlieren. Und so habe ich mit 21 meine Jugendliebe Francini geheiratet. Sie ist übrigens ein weiterer Grund für meine Fehlzeiten damals, aber das behaltet ihr natürlich für euch. Sie hat ganz schön Temperament. Wenn es läuft, dann läuft's. Das Unternehmen hat sich richtig gut entwickelt. Wir haben uns von Jahr zu Jahr verdoppelt. Was für eine verrückte Zeit. Und ich war total happy, weil ich einfach in meinen Talenten war. Ich durfte Mitarbeiter führen, ich durfte Kunden betreuen, ich durfte Unternehmensbereiche verantworten und ich war bereit für mehr Verantwortung. Ein sehr guter Freund von mir hat mir dann, und da kamen so viele Zufälle zusammen, dass ich gar nicht mehr von Zufall sprechen kann, er hat mir dann von einem Studiengang erzählt, Unternehmertum, einzigartig in Deutschland, Pilotstudiengang, Freitag, Samstag studieren, Montag bis Donnerstag 100% weiterackern, genau mein Ding, voll gut. Und in dem Jahr wurden die Zulassungsbestimmungen angepasst, wo ich mich beworben habe, dass ich auch mit meiner Fachhochschulreife dort studieren durfte. Total krass. Unser Prof sagt, das ist das härteste Studium Deutschlands und es war auch wirklich ein Kampf. Von 6 bis 22 Uhr habe ich gearbeitet und studiert, von Montag bis Samstag über 3 Jahre lang. Aber es hat sich gelohnt, ich war 3 Jahre lang Jahrgangsbester. Was? Mit den Noten damals? Das Studium war wie für mich gemacht. Und so wurde ich mit meinen jungen 27 Jahren damals Geschäftsführer von Explain. Vom Azubi zum CEO sind die Zeitungen total drauf abgefahren, aber die Story dahinter kannten sie natürlich nicht. Und Explain war mittlerweile eine echte Nummer, Deutschlands führende Agentur für Präsentationen. Zu unseren Kunden gehören die wertvollsten Marken. Aber noch viel besser, ich darf mit Freunden zusammenarbeiten. Und ich darf das tun, was ich kann. Heute stehe ich hier vor euch auf den Brettern, die die Welt bedeuten, nur 500 Meter entfernt von meiner Schule, in der ich damals mein Abitur abgebrochen habe. Das ist meine kleine Geschichte und ich wünsche mir, dass ihr euch ermutigt, vom Versager zum Geschäftsführer. Und ich glaube fest daran, und das geht vor allem an die jungen Menschen hier, weil ich weiß, wie ihr um eure Zukunft Angst habt, nicht wisst, was ihr machen sollt. Ich glaube fest daran, dass jeder Mensch einzigartige Talente geschenkt bekommen hat. Unsere Lebensaufgabe ist es, diese Talente zu finden und sie gnadenlos einzusetzen. Gnadenlos eure Talente einzusetzen. Und das vor allem im Beruf. Dann habt ihr die Möglichkeit, Weltklasse zu werden. Und das Nächste, bitte gebt niemals auf, für eure Lebensträume zu kämpfen. Auch wenn es mal nicht läuft. Es lohnt sich. Und wenn es nicht läuft, dann hinterfrag immer zuerst dich selbst, weil das kannst du am einfachsten verändern. Und dann das System, in dem du dich befindest. Und zum Schluss, such nach Menschen, die an dich glauben.
denn mit ihnen kannst du Großes bewegen. Dankeschön.